Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Dirk. Heute geht es wieder um Star Trek. Ja. Unschwer zu erkennen. Das Displaymodell der 4. Welle. Ja. Ich sage das Displaymodell, weil es ist das einzige Displaymodell, was wir in dieser Welle haben werden. Es gibt dieses Mal nicht 2, es gibt 1. Genau. Hat einfach was damit zu tun, wir haben es euch schon erklärt. Wir haben ein bisschen was Neues ausprobiert. Und dementsprechend ist es am Ende dann halt nur ein Displaymodell geworden. Es ist wie immer ein bunter Prototyp. Wer hätte das gedacht? Was lachst du Also denn jetzt? es ist wie immer ein bunter Prototyp, ja. Also das ein oder andere Video haben wir ja schon ausgestrahlt, wo man bunte... Ja, deswegen sage ich es so. Okay, Ja? gut. Wie immer. Das war sehr witzig. Oh Gott. Wird ein gutes Video, ich merke das schon. Was wollte ich jetzt sagen? Du hast mich Es ist wie immer ein bunter Prototyp. Richtig. Genau, ich wollte sagen, falls ihr euch für unsere Prototypen und was bei uns so in der Pipeline ist und so interessiert, wir werden, wenn wir die 80.000 Abonnenten erreichen, ein spezielles Prototypenvideo machen, wo wir nicht nur neue Prototypen zeigen, sondern auch mal so ein bisschen was Was bei so uns so in der ansteht, ne, Pipeline momentan ist so. und so. Ne? Also von daher, falls es euch interessiert, könnt ihr mal abonnieren. Fleißig abonnieren, genau. Aber jetzt geht es weiter um Star Trek Display. Genau. Und um ein ganz besonderes Schiff. Genau, die NX-01. Ja, ihr habt danach geschrien und hier ist Nicht nur ihr. Also wir auch. Tatsächlich bin ich mittlerweile, ich finde es ist das geilste Displaymodell von allen. Also eigentlich war ich ja so ein Voyager-Typ und dann kam das Runabout und es ist eigentlich für Sache, jedes Mal, wenn ich gefragt werde, was für ein Schiff mir am besten gefällt und welches mein Lieblingsschiff ist, ist es irgendwie ein anderes, glaube ich. Aber tatsächlich, falls ich nicht schon gesagt habe, das. Also in Echtfarben. Gut, Weil, wenn wir das nächste geile Display machen, hat er wieder einen anderen. ja, das kann sein. Wobei ich weiß ja schon. Du weißt ja schon, was ich weiß kommt, ja schon, ne? was kommt und da bleibe ich dann. Also ich bin, Okay. das ist meine. Vor allen Dingen, wenn wir euch jetzt verraten, in welcher Farbe das fertige Schiff kommt. Das wird nämlich eine. Ich überlasse es dir. Willst du es mir? Ja, du hast die Ehre. Ich hab die Ehre. Also wir haben uns überlegt, die anderen Schiffe sind ja alle Light Blue Grey, die sind halt schön angepinselt und so, aber dieses Schiff, das war ja quasi noch so der erste Versuch, überhaupt mal irgendwas in der Richtung zu machen. Und das war halt nicht lackiert. Also zumindest sieht es in der Serie so aus, als wäre es nicht lackiert. Und deshalb kommt dieses Schiff komplett in Flat Silver. Oh ja. Komplett. Es wird einige Farbakzente geben, die Natürlich. sind dann Dark Pearl Grey. Genau. Zum Beispiel hier diese Triebwerke, die sind ja im Original, also jetzt Bisschen sieht man es dunkler. in dem bunten halt nicht so wirklich, das ist so dieser Ausschnitt, Genau. genau, die sind ein bisschen dunkler, das wird dann zum Beispiel Dark Pearl Grey. Ja. Aber ansonsten ist das Ding komplett Flat Silver. Ja. Und für alle, die jetzt sagen, ja, aber da sind doch diese Schlieren dann drauf auf den Fliesen. Ja, genau. Deshalb wollten wir es in Flat Silver, weil das passt zum Look. Guckt euch Richtig, das Original das kommt nochmal dem an. Original-Look das, ziemlich sieht nah. nämlich so aus. Aber es geht ja nicht nur darum, was das für eine Farbe hinterher haben wird, weil das ist natürlich geil, aber ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, warum die Welle so auseinandergezogen ist. Das liegt zum einen daran, dass wir neue Sachen ausprobiert haben. Das liegt aber auch daran, dass dieses Schiff eine besondere Produktionsgeschichte hat. turbulent. Und dafür zeige ich euch mal was, wo der eine oder andere wahrscheinlich jetzt sagen wird, warum habt ihr es nicht so gemacht? Das erklären wir euch. Das war die erste Version. Ja. Der Unterschied ist, glaube ich, klar zu erkennen. Ja. Es ist ein schönes Schiff, finde ich. Es ist gut geworden. ja. Wobei ich persönlich sagen muss, ich finde die kleinere Variante auch äußerlich vom Aussehen her einfach besser. Warum wir es jetzt nicht in der Größe gemacht haben und warum es überhaupt dazu gekommen ist, ist eigentlich ein bisschen bekloppt, weil wir haben unserem Designer Adrian gesagt, macht das mal in der Größe wie die anderen, so von den Teileanzahlen Ja. her. Was wir Idioten ja nicht bedacht haben, ist, dieses Schiff hat ja eine Besonderheit, es besitzt keine sekundäre Hülle. Genau. Also es besteht ja eigentlich nur aus der Untertasse Also da hängt unten nichts dran. und 2 Gondeln. Mehr ist Ja. das nicht. Und wenn man natürlich jetzt sagt, mach's mit denselben Teilen, mit derselben Teileanzahl, kommt halt etwas leicht Überdimensionales Ja. raus. Und dieses Schiff, durch die Größe, gibt es auch Probleme. Ja. Zum Beispiel die Gondeln. Die hängen. Ja. Und das ist eine Sache, das kriegen wir in der Größe auch nicht hin. Da sagt die Schwerkraft irgendwann, nein, das kriege ich nicht mehr hin. Vor allem nicht bei diesen dünnen Verbindungen,
wenn wir das versuchen, so zu machen, dass es dem Original entspricht. Und das geht nicht. Also wir haben es versucht. Ich hab versucht, an dem Ding rumzubasteln, dass die Gondeln nicht hängen. Es funktioniert nicht. Es klappt einfach nicht. Und das sind dann zum Beispiel so Sachen, genauso wie wenn ihr in einer solchen Größe baut, entstehen bei dieser Bautechnik irgendwann Spannungen, die ihr nicht mehr in den Griff bekommt. Ist auch so ein Problem gewesen. Dann haben wir dann quasi so das Cowboy-Hut-Krempen-Phänomen. Ja. Dass du auch versucht hast, über eine andere Konstruktion zu lösen, wegzubekommen. Aber Richtig. Auch das ist nicht geglückt. Also das Problem bei diesem Schiff ist halt zum einen einfach, dass es konstruktiv schwierig wird bei dieser Größe. Ja. Zum anderen wäre das natürlich locker ein 200-Euro-Set geworden. Vielleicht mehr, wahrscheinlich eher so 220 oder so um den Dreh. Wäre auch ein bisschen teuer gewesen. Das andere wird natürlich günstiger. Finden wir persönlich schöner, besser. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben ja immer in so Reihen gedacht. Das heißt, unsere Mid-Size-Modelle sind ungefähr immer die gleiche Größe. Die sind nicht im Maßstab zueinander richtig, sollen sie auch nicht sein, sondern sie sollen ungefähr die gleiche Größe haben, wenn ihr euch so ein Regal vollstellt, damit das auch vernünftig aussieht. Und ich habe jetzt mal aus der letzten Welle mal so eine Voyager mitgebracht und ich weiß gar nicht, wie ich euch das am besten demonstriere, aber Ja, halt mal so vor die Detailkamera. Ihr seht- ist es in etwa dieselbe. passt, ihr seht schon, das Ding ist alleine schon viel länger. Es passt halt einfach nicht dazu. Also da, Ja. es ist uns allen am Computer nicht aufgefallen, dass das Nee. Ding so groß ist. Genau, erst als wir es gebaut haben. Und dann stand es dann da und dann haben wir alle gedacht, geil. Und ich dachte so, okay. Und wenn ich jetzt ein anderes Schiff daneben stelle, das geht ja gar nicht. Das schlägt ja im Regal. Also erstens mal kriegst du es auf gar kein Regal. Und zweitens fällt es voll aus der Reihe. Und Es ist einfach, es passt nicht. Es passt nicht zu den anderen. Ich meine, klar, die Voyager ist natürlich jetzt insofern, ich sag jetzt mal, nicht der allerbeste Vergleich, weil die Untertasse natürlich dünn ist, aber auch da könnt ihr alleine schon sehen, was das Ding für eine überdimensionierte Breite also auch das hat. ist das breiteste von allen. Also Nee, ich glaube, Deep Space Nine ist noch ein bisschen breiter, weil es halt ringförmig Deep ist. Space Nine ist aber auch kein Schiff. Also von den Schiffen her ist das definitiv, das schlägt die TOS Enterprise. Genau. Das schlägt die TOS Enterprise aus der Ich meine ersten sogar Welle. auch in der Länge. Das ist sowohl breiter Sowohl als in der auch- Breite als auch in der Länge. Das kommt halt dabei rum, wenn man vergisst, dass das Ding keine Wenn man nicht zweite, mitdenkt, ne? sekundäre Hülle hat. Und deswegen hat es natürlich auch ein bisschen länger gedauert, weil wir mussten das Ding dann neu entwerfen lassen. Ja, genau. Und zwar komplett neu. Unserem Designer Adrian kam dann zugute, dass er quasi schon die ein oder andere Bautechnik im Sinn hatte. Und deshalb hat es nicht mehr allzu lange gedauert, bis er uns den Prototyp geliefert hat. Ich glaube, für den ersten hat er irgendwie 4 Wochen gebraucht und der zweite kam dann irgendwie 2 Wochen später oder so. Unser Kameramann sagt gerade, hat er recht. Wollte ich jetzt auch sagen, Genau. dass du die Voyager noch mal reinziehst, damit man sieht, dass das halt einfach viel besser passt. Wir machen mal hier so eine virtuelle Kamerafahrt. Ihr seht schon, das passt auch im Regal. eher zueinander. Ja, also das ist schon, Natürlich schon besser auf jeden Fall. von den Formen her, natürlich ist das dann wieder ein bisschen breiter, wegen eben Ja. runder Untertasse und so weiter, aber es hat alleine nicht schon diese überdimensionierte Länge. Also wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Machen wir es von der Breite her? Machen wir es von der Länge her irgendwie passend? Dann haben wir uns gedacht, es macht schon Sinn, dass die alle in etwa gleich groß sind und das bedingt halt, dass sie annähernd dieselbe Länge haben. Genau. Ja. Ja. Und dadurch, wie gesagt, ist diese etwas, was ist denn hier nicht fest, so, kam halt auch diese etwas längere Entwicklungsphase dazu, weil wir natürlich dann 2 Prototypen hatten, an denen wir arbeiten mussten. Genau. Und unser Designer logischerweise zweimal dasselbe Schiff machen musste in unterschiedlicher Größe. Also das hier wird auf jeden Fall ein Unikat bleiben. Genau, das gibt es nur Das- einmal, genau. wird so niemals produziert werden. Also für die das Größere gemeint, muss ich sagen, es tut mir leid, aber wir hatten halt die Wahl, euch ein Riesenteil zu machen für Schweine viel Geld, was am Ende nicht funktioniert Genau. hätte, oder ein kleineres, was, also meine persönliche Meinung, besser aussieht Richtig. in der Größe, für weniger Geld und es funktioniert. Und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, ob wir das große in Flat Silver durchbekommen hätten. Das weiß ich auch nicht. Das hätte, Genau, also das kleine hier in Flat Silver Teilen, das ist machbar. Bei dem großen, wissen wir nicht. Also ob da der Produzent, also ob die mitgespielt hätten und gesagt hätten, okay, er kriegt das für dasselbe Geld oder so. Ich denke, da wär dann wahrscheinlich allein für die Farbe noch mal was draufgekommen. Ja. Hier ist das nicht so. Das Ding, das wird, ich weiß gar nicht, was es kosten wird. Das
Gibt es dann in einem anderen Video zu sehen. Aber das wird auch nicht so teuer. Also das ist bezahlbar. Wird natürlich wieder mit Prints versehen. Ja, mit selbstverständlich. Namensdruck, hier diese Genau. diese Markierungen, die da drauf sind, oder was auch immer. werden gedruckt. Ja. Hier unten das Hangar da. Genau, das Hangar, Diese Hangartore, wo die diese 4 vier Klappen Stück. für die Pots drin sind. Das sind jetzt zum Beispiel die mir jetzt gerade so einfallen. Und noch eine Sache, für die es vielleicht schon gesehen haben, ihr seht, die Gondeln hier vorne sind anders. Beide unterschiedlich. Ja. Ich habe da schon mal in dem Entwickler-Talk drüber gesprochen, zum Thema, wie man mit dem Lizenzgeber kommuniziert. Und das war zum Beispiel etwas, wir hatten diese Version, die hat dem Lizenzgeber nicht gefallen. Ja. Also haben wir nochmal rumgedoktert und haben diese Version sind zu der gekommen. Das heißt, dieses Zahnrad und dieses Element werden in Transret, so, musst du gerade überlegen. Dafür hat er sich entschieden. Also das sind auch so Sachen, dass wir dann dem Lizenzgeber halt eben sagen, guck mal, das ist unsere Version. Er sagt, ja, können wir nicht da noch ein bisschen, ich glaube, seine Aussage war, es müsste etwas runder vorne sein, weil das werden. halt vorne so eine Kuppel ist. Ne? Genau. Und dann doktern wir halt rum und stellen fest, okay, das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Und dann sagt er, ja, das gefällt mir, ich möchte lieber das als das. Also das ist immer so ein Aufeinander zugehen. Wir müssen halt gucken, dass wir es von der Stabilität her hinbekommen. Genau. Und der Lizenzgeber, dem ist natürlich daran gelegen, dass das der Vorlage so nah wie möglich kommt. Gut, uns natürlich auch. Und man einigt sich dann auf das, was halt sowohl als auch ist. Und dann kommt am Ende meistens was ganz Gutes dabei rum. Ja. Eigentlich schon, ja. Im Normalfall schon. Ich finde, wie gesagt, es ist gut gelungen. Vor allem das Testen. Ich wollte gerade sagen, auch noch so eine Besonderheit an dem, was jetzt... Guck mal, mach's mal ab. Ich nimm's mal ab und dann kannst du mal den... Ja. Zieh mal... Muss man eben. So. Das ist hier genau. Ihr seht schon, das wird hier mit 2 Technik-Pins an der Enterprise verbunden und hier eben über 4 Noppen. Und der Stand ist quasi... Ist auch ein Novum. Hatten wir auch noch nicht. Genau, hatten wir auch noch nicht. Der Schatten der NX01. Finde ich auch ziemlich geil. Ich finde, der ist ziemlich gut geworden. So vom Äußerlichen her. Ganz normal, wie sonst auch immer hier, das Schild. Genau, ich wollte gerade sagen, kennt ihr von den anderen Sachen. Ja, ist ganz cool geworden. Jetzt kannst du sie ja nochmal von unten so ein bisschen zeigen. Also von unten sieht sie dann halt so aus. Da haben wir dann hier zum Beispiel das sind die Teile, wo Prints drauf kommen, gell? Genau. Da kommen diese Luken drauf. Auch das hier wird beprintet. Da kommt NX01 genau, da steht NX01 drauf hier. Hier sind die Shuttles drin. Genau. Und hier vorne, da sitzen das sind diese, die könnt ihr natürlich theoretisch auch wieder abmachen, wenn sie eingefahren werden. Das ist natürlich eine Sache in der Größe nicht machbar. Ja. Eigentlich in der Serie kommen die da ja so, die werden ja so rausgefahren und sind dann... Die sind auch größer, als sie eigentlich sein dürften, mehr oder weniger. Also das passt vom Maßstab her nicht ganz zum Rest des Schiffes, aber wir hatten halt die Wahl, entweder wir machen sie ganz weg und das wollten wir nicht, oder sie werden halt ein bisschen größer. Ja. Ich denke, das macht jetzt nichts. Also, und fällt mir gerade auch farblich auch eine Besonderheit, wenn ich mich richtig erinnere, wird das hier in Glow in the Dark. Also hier unten diese 2x2 Round-Teil, die kommt in Glow in the Dark tatsächlich. Also die leuchtet im Dunkeln. Was tatsächlich nichts mit der Leuchtfunktion zu tun hat, also das war uns eigentlich unwichtig, sondern das ist so ein milchiges Weiß, was da unten dran ist an dem Schiff. Es ist die Farbe, die tatsächlich dem Original am nächsten kommt. Bei Tageslicht dem Original am nächsten kommt, ja. Deswegen, ich meine, nachts leuchtet es dann halt, schön. Aber ist ja nicht schlimm. Ist doch cool. Ja, warum nicht? Müssen wir viel öfter verbauen. So, setzt du mal wieder auf. Das überlasse ich mal dir. Ja. Also ihr seht, das können wir auch mal. Ihr seht, das Ding ist auch... Ja, also man sollte sie jetzt nicht hier hinten an der Gondel packen oder so, das macht sie nicht mit. Das wird sie nicht mitmachen, dann reißt die hier alles ab, aber ihr seht, das Ding ist stabil, man kann es problemlos... Die sind wirklich stabil, also da kannst du auch dran rummachen. Ich empfehle es halt so zu halten, das ist eine angenehme Haltung. So kann man dann auch so quasi ein bisschen Tischtennis... Ja, man kann halt auch als Schläger, glaube ich. Mit dem Ding triffst du auch immer, das ist schon... Ich weiß nur nicht, ob du kontrollieren kannst, wo der Ball hinkommt, weil hier unten, weißt du... Ja, das stimmt. Eigentlich gut für Profis halt. Ne? Die können das, die kriegen das. Profis machen das. Passt schon. Ja, das ist es auf jeden Fall. Was tue ich? Du zerlegst den Stand. Ja, muss man auch mal machen. Das Displaymodell der 4. Welle. Ein sehr schönes Displaymodell. Ja. Ich finde, wir sind gespannt auf das Produktmuster, wenn wir es dann in seiner ganzen Pracht in Flat Silver und Pearl Dark Grey bauen können. Das haben wir nämlich bisher selbst noch nicht gesehen. Andersrum mit der richtigen Gondel. Wir kennen es auch nur von den Renderings her und gerade bei diesen metallischen Farben stimmen die Renderings
überhaupt nicht mit dem fertigen Produkt überein. Deshalb, wir sind selbst gespannt wie ein Flitzebogen und freuen uns auf das Produktmuster. Ja, das war's, oder? Genau, dann würde ich sagen, das war's für heute aus dem Noppenstein-Studio. Und Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Ja, viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ja, ich meine, das ist natürlich schon, das ist hier schon so ein, das ist ein Trümmer. Also ich finde aber auch die kleine viel besser. Die gefällt, die ist... Ja, die ist mir ich finde die von der Optik her persönlich die große ist viel cool, besser. da war ich auch hin und weg, als ich sie gesehen habe, aber die kleine, die schlägt das nochmal. Ja. Hätten Vor wir allem, auch nicht gedacht, ne? Weil die gar nicht viel weniger detailliert ist. Also da ist auch alles dran. Nee, was genau, da ist alles dran. Und ich finde, einige Sachen sind sogar wirklich besser geworden. Gucken, wie auch immer es möglich ist, dass das in klein noch mal besser ist. Schönes Schiff. Ja, schön.